Juni 2009. Ein frischer Sommertag. Am Morgen finden zwei Passanten einen leblosen Körper am Strand von Irland. Sie verständigen die örtliche Polizei. Um 8:10 Uhr erklärt die Ärztin den Mann für tot. Das ist die Geschichte von Peter Bergmann, der Mann, der nie existiert hat. Meine Recherche zu diesem Video basiert größtenteils auf die Dokumentation aus 2016 und dem Wikipedia-Eintrag. Beides findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr diese aufwendigen Videos nicht mehr verpasst. 12. Juni 2009 am Ulsterbus Busbahnhof in Derry. Zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr befand sich ein unbekannter Mann dort. Der Mann, etwa zwischen 55 und 60 Jahre alt. Er war schlank gebaut, etwa 1,79 Meter groß, mit heller Haut und kurz gepflegten grauen Haaren. Auffällig waren seine blauen Augen und die dunklen Augenbrauen, die im Kontrast zu seinem Haar standen. Er sprach mit einem deutlichen deutschen Akzent. Seine Kleidung war schlicht, aber gepflegt. Eine schwarze Lederjacke der Marke C&A, dazu eine blaue Hose in Größe 50, ebenfalls von C&A. Er trug schwarze Schuhe in Größe 44, einen schwarzen Ledergürtel, ein Polunder in Größe M und blaue Wollsocken. Sein äußeres Erscheinungsbild wirkte kontrolliert, beinahe bewusst neutral. Um 18:28 Uhr steigt er an der Haltestelle in Sligo aus. Er nimmt sich ein Taxi und lässt sich zum Sligo City Hotel fahren. Der Mann betritt das Hotel mit einer schwarzen Tasche. Er steht an der Rezeption. Sein Pass liegt auf dem Tresen. Peter Bergmann. Ein Name, der so nicht existiert. Willkommen in Sligo. Wie lange bleiben Sie? 3 Nächte. Als Adresse trägt er Einstedtersen 15, 4472 Wien ein. Eine Adresse, die gar nicht existiert. Er bezahlt in bar. Er lächelt freundlich, doch hinter seinen Augen lauert eine unergründliche Tiefe. Während die Rezeptionistin seine Daten überprüft, wandert sein Blick durch die Lobby. Später erinnert sich die Rezeptionistin, dass der Mann mit starkem deutschen Akzent sprach. Ein älteres Paar studiert eine Landkarte. Ein Geschäftsmann telefoniert leise. Alles wirkt normal. Er atmet tief ein. Er nimmt seinen Schlüssel entgegen und geht Richtung Fahrstuhl. Mit jedem Schritt wird sein Gang etwas schwerer. Er weiß, dass die Zeit gegen ihn arbeitet. In den nächsten Tagen verließ Peter Bergmann das Hotel immer mit einer lila Plastiktüte. Was sich in dieser Plastiktüte befindet, ist unbekannt. Videoüberwachungen zeichnen seine Spaziergänge durch die Stadt auf. Er kehrt ohne lila Plastiktüte zum Hotel zurück. Am 13. Juni 2009, einen Tag nach seiner Ankunft, geht Bergmann zum Postamt in Sligo und kauft 8 Briefmarken im Wert von jeweils 82 Cent und Luftpostaufkleber. Wohin diese Briefe verschickt wurden, an wen sie adressiert waren oder wann genau er sie aufgegeben hat, konnte nie festgestellt werden. Aber offensichtlich hatte er die Korrespondenz, die er an jemanden irgendwo senden wollte. Immer wieder betritt er Geschäfte, verlässt sie aber oft ohne einen Kauf. In seinem Hotelzimmer entfernt er alle Etiketten aus seiner Kleidung. Später wollte eine der Reinigungskräfte in Peter Bergmanns Zimmer, doch ohne Erfolg. Die Reinigungskraft geht runter zur Rezeption und sagt: Ich komme nicht in das Zimmer von Herrn Bergmann. Die Rezeptionistin geht hoch zu seinem Zimmer, klopft, doch erhält keine Antwort. Schließlich öffnet sie die Tür und tritt ein. Als sie hereinkommt, wusste sie, dass sie ihn überrascht hat. Er stand direkt hinter der Tür. Es war, als hätte sie ihn auf frischer Tat ertappt. Am 14. Juni sprach er einen Taxifahrer an. Wo gibt es einen ruhigen Strand zum Schwimmen? Ich persönlich finde, der Roses Point Strand ist ein ruhiger und geeigneter Strand. Roses Point liegt 8 Kilometer nordwestlich an der Stadt Sligo. Bergmann steigt aus, analysiert den Strand und ist zufrieden. Er steigt erneut in das Taxi und kehrt zurück nach Sligo. Am 15. Juni, einen Tag später, geht er am Morgen zur Rezeption. Könnte ich einen späten Checkout haben? Ich muss noch ein paar Erledigungen machen. Das Hotelpersonal stimmt dem Wunsch von Bergmann zu. Um 13:06 Uhr checkt er aus dem Hotel aus und übergibt seinen Zimmerschlüssel der Rezeption. Er verlässt das Hotel mit einer schwarzen Tasche, wie eine Laptoptasche, die er über der Schulter trug. Dann hatte er eine schwarze Sporttasche und wieder die lila Plastiktüte. Er ging offensichtlich vom Sligo City Hotel zum Busbahnhof. Er geht bis zu der Busstation und überquerte hierbei die Quay Street und die Vine Street, bis er am Quayside Shopping Centre ankam, wo er für ein paar Minuten an einer Tür stehen bleibt.
Um 13:16 Uhr verlässt er das Einkaufszentrum und geht wieder an der Vine Street entlang auf die Bushaltestelle zu. Irgendwo hier hatte er seine schwarze Sporttasche entsorgt. Wo genau, konnte nicht festgestellt werden. Um 13:38 Uhr bestellt er ein Cappuccino und ein Sandwich in einem Imbiss am Busbahnhof. Er isst seinen Toast und holt einen Zettel hervor. Er schreibt etwas auf, zerreißt das Papier aber anschließend. Um 14:20 Uhr steigt er in den Bus nach Rosses Point. Einfach oder hin und zurück? Einfach. Der Bus war relativ leer. Nur ein paar Leute waren unterwegs. Bergman fiel auf, weil er so professionell oder ordentlich gekleidet war. Er sticht in seinen schwarzen Sachen heraus. It was relatively empty, but there was a few people walking. But this guy just stood out because he was so professionally dressed, or just stood out in the black clothes, and He was very tall, yeah. yeah, and he had a newspaper under his arm, and he was just walking, and it just didn't look right. Bergman trägt eine Zeitung unter dem Arm und geht einfach. Einfach auf den Strand zu. Er geht den Strand auf und ab. I was out for dinner with my girlfriend Caroline. It was her birthday, but it was late, and we said we'd come down for just a walk on the beach before we headed home. We were walking back up towards the ramp, and the man was walking down the ramp, obviously to come onto the beach when we first encountered him. He had grey hair, black leather jacket, pale enough skin. He didn't really say anything to us. We said hello to him. He nodded back, and he didn't say anything else. Die Wellen schlagen sanft gegen den Uferstreifen. Peter Bergman steht dort. Allein. Die Sonne sinkt langsam hinter dem Horizont, taucht das Wasser in tiefes Orange. Langsam zieht er seine Jacke aus, dann seine Schuhe. Der Wind trägt sein Haar nach hinten. Seine Füße sinken leicht in den feuchten Sand des Strandes ein. Er blickt hinaus aufs Meer. In seinen Augen spiegelt sich eine Entscheidung, die längst gefallen ist. Ein leises Lächeln spielt um seine Lippen. Dann geht er langsam weiter, Schritt für Schritt dem Wasser entgegen. Die Wellen umspielen seine Knöchel, dann seine Knie. Der Himmel ist nun beinahe dunkel. Nur ein letzter Lichtstreif liegt auf der Oberfläche des Meeres. Ein Möwenschrei hallt durch die beginnende Nacht. Und dann ist da nur noch das Rauschen der Brandung. Peter Bergman verschwindet im Dämmerlicht. Niemand wird sehen, wohin er geht. Am Strand wurde er noch von 16 Personen gesehen. 6:30 Uhr. Der Nebel beginnt sich zu lichten. Ein Mann, der mit seinem Sohn am Strand war, um sich auf einen Triathlon vorzubereiten, bemerkte etwas. Da lag etwas im Sand. Fast wie eine Schaufensterpuppe. Der Mann geht näher. Er erkennt einen Mensch. Peter Bergman. Er liegt mit dem Gesicht nach unten im Sand, knapp unterhalb der Wasserlinie. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt und schwarze Unterwäsche. Sonst nix. Der Mann ist schockiert und verständigt die örtliche Polizei. Diese trifft kurze Zeit später ein. Um 8:10 Uhr erklärte die herbeigerufene Ärztin ihn für tot. Eine 5-monatige Untersuchung wurde eingeleitet, doch es stellte sich schnell heraus, dass sowohl der Name Peter Bergman als auch die Adresse in Österreich gefälscht waren. Niemand, der in seinem Aussehen und Namen entsprach, wurde irgendwo in Europa, Amerika oder anderswo vermisst. Trotz umfangreicher Ermittlungen wurde die Spur schnell verwischt. The clothing that was on the deceased's body, he had removed each individual label from those clothes. It just shows the level of planning, the level of detail he had gone into to ensure that he was never identified. Die Leiche des Mannes wurde untersucht. Die Todesursache konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Es wird aber ein Tod durch Herzstillstand vermutet. Es wurden keine Anzeichen für ein Morddelikt oder ein Tod durch Ertrinken bei der Autopsie festgestellt. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Mann unter Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium litt und Knochentumore hatte. Toxikologische Untersuchungen zeigten keine Spuren von Schmerzmitteln oder ähnlichen Wirkstoffen in seinem Körper. Für jemanden mit solch fortgeschrittener Krankheit ist das ungewöhnlich. Außerdem hatte er nur noch eine Niere. Die Polizei nutzte die Medien, sowohl in Europa als auch international. Die DNA und Fingerabdrücke wurden gesichert und an alle Polizeibehörden weltweit weitergegeben. In keiner einzigen Datenbank tauchte Peter Bergman auf. Das Rätsel war mit seinem Tod nicht gelöst. Wer war Peter Bergman? Ein todkranker Mann, der sich entschied, allein zu sterben? Ein Flüchtling, der seiner Vergangenheit entkam? Ist er ein ehemaliger Spion, der sich selbst auslöschte, bevor es zu spät war? Vielleicht war Peter Bergman gar nicht auf der Flucht. Vielleicht wollte er einfach nur allein sterben. Doch die Art und Weise, wie er es tat, der falsche Name, die gelöschte Identität, die fehlenden Habseligkeiten. Er hinterließ mehr Fragen als Antworten.
Er wurde schließlich in einem nicht gekennzeichneten Grab in Sligo beigesetzt. He left a footprint, basically on CCTV. The images themselves are haunting in the sense that he remained on his own. He didn't communicate or mingle with anyone. In effect, he was writing the last days of his life, and it was all done on his own terms, according to his own plan. And that's quite obvious now with the benefit of hindsight. I have to be satisfied with our investigations at this time that Peter Bergman does not exist. It's highly likely that he never did. Bis heute wurde er nie identifiziert und niemand hat jemals behauptet, dass er ihn kannte. Es ist auch nicht bekannt, wie er nach Nordirland gelangte, wo seine Reise begann.